Hallo, in diesem Video geht es um einige essentiell wichtige, also notwendige Upgrades, die ihr für euren Camper braucht, besonders wenn es sich um einen Kastenwagen handelt wie dieser, und darum, den Camper wohnlicher zu machen, behaglicher. Denn das fehlt oft bei diesen Low-Budget-Kastenwagen, wie ich ihn mir einen gekauft habe. Auf dem Weg nach Norwegen habe ich übrigens Zwischenstationen in Leipzig gemacht, und zwar auf dem Gelände des WGTs, wo ich campiere mit vielen anderen. Das ist ein Gothic-Treffen, was jedes Jahr hier stattfindet. Sehr interessante Leute mit den unterschiedlichsten Arten zu campen. Dazu mal ein kleiner Rundblick. Mein nagelneuer Chanson, der ja mit 5.596 Kilometern einen Motorschaden hatte, das wurde ja repariert, der Motor komplett ausgetauscht, und inzwischen hat er tatsächlich wieder die 5.596 Kilometer überschritten. Yeah, also der Motor hält schon mal länger als der erste. Die Verarbeitung dieser Billigcamper, sagen wir mal, dieser Fertigcamper, lässt schwer zu wünschen übrig. Und das betrifft sicher nicht nur hier diese Marke Chanson, sondern Malibu, Sunlight, wie sie alle heißen, wahrscheinlich auch Pössl. Kassenwagen, die so um die 55.000 Euro kosten, die sind halt nicht mit Liebe gemacht. Und das ist der große Unterschied, wenn ihr euch einen Camper selbst zusammenschraubt. Da wisst ihr eben, wo jede Schraube sitzt und wie ihr die mit Liebe angezogen habt. Aber ich hatte überhaupt nicht die Zeit dazu, sowas zu bauen. Und wie ich mich kenne, nicht in allen Sachen handwerklicher Art habe ich Erfahrung. Dann wäre es eben dann schief gegangen, vielleicht mit dem Filz oder sowas, den ich jetzt hier auch eingezogen habe. Und dann sieht es eben nicht so aus. Dann hätte ich wahrscheinlich auch einen zweiten Camper gebraucht, um den neu auszubauen. Sowohl das Basisfahrzeug Fiat Ducato als auch der Chanson, der Aufbau hat eine erhebliche Mängel. Und ehrlich gesagt, als Händler hätte ich so ein Auto überhaupt nicht rausgegeben. Das Fiat Basisfahrzeug war überhaupt nicht gefettet. Das heißt beim Motor drin, vielleicht damals auch nicht genug. Aber Türscharniere, Türschlösser, Bowdenzüge. Ja, und das Aufbaufahrzeug von eben Chanson. Gut, hier waren viele Schrauben, teilweise nicht vorhanden. Teilweise lagen sie daneben, also zu faul, die aufzuraffen und dahin zu schrauben, weil man hatte sie nicht durch andere ersetzt, sondern einfach nicht verschraubt. Der ganze Aufbau ist, wie gesagt, sehr einfach gehalten. Man hat es zwar so grob durchdacht, aber viele Dinge eben nicht. Und gerade eben was die Optik, die Wohnlichkeit anbetrifft, da hatte ich glücklicherweise jemanden, eine Freundin, die Simone, die hat mir so ein bisschen hier Feng Shui in den Camper gebracht. Und nun fühle ich mich endlich wohl hier drin. Was ich nie erwartet hätte, sind Kunstpflanzen. Dass Kunstpflanzen so viel ausmachen. Ich hasse eigentlich Plastikblumen und Plastikpflanzen, aber man muss zugeben, das schafft eine wesentlich wohnliche Atmosphäre. Überall ein bisschen verteilt, selbst auf der Toilette, und schon sieht das Ganze angenehmer aus. Die Farbgebung. Der Camper war ja vorher in so einem kompletten Krankenhaus Altweiß oder Cremeweiß. Ich bezeichne dieses komische Weiß eigentlich als Nikopiss, also Nikotin und Pisse. Daran erinnert es nämlich vielleicht an ein Bahnhofsklo oder so. Komplett Plastik oder eben furniertes Holz. Und nun habe ich das Ganze eben teilweise gefilzt, wie man hier sieht, mit Filz bezogen, eine Ecke reingezogen, Kissen, und das natürlich in dunkleren Farben. Das verleiht diesem eigentlich dann sonst billig wirkenden Cremefarben einen wirklich edlen Look. Angenehmeren Sitzbezügen und hier unter eine Decke und ein Kissen, und schon ist das Ganze echt angenehm. Was ihr auf jeden Fall braucht, um Behaglichkeit zu schaffen, besonders eben abends, sind diese Blackout-Vorhänge. Die Links findet ihr in der Beschreibung unter dem Video. Komplett bis unten zu, und schon hat man, besonders wenn man eben schlafen geht, nicht mehr das Gefühl, in einem Flugzeug zu sitzen oder in einem Zug. Das gleiche hier hinten, auch da. Ansonsten starrt man auf die Türen, und Türen bewirken einem Menschen immer, da kann irgendwas aufgehen, da kann irgendjemand reinkommen, und das will der Mensch als Tier, als Affe eben nicht, der fürchtet sich. Was bei Kastenwagen immer ein Problem ab Werk ist, die Tür. Die ist einfach nicht ausgestattet so, dass wir eben ständig rein und rausgehen sollen, vor allen Dingen nicht rausgehen sollen und von innen verschließen sollen, weil im normalen Zustand halt der Lieferant eben diese Griffe überhaupt nicht braucht. Hier ist ja so ein einfaches kurzes Plastikteil montiert. Das habe ich durch diesen tollen Griff ersetzt, den man eben auch mit dem Finger halten kann, richtig aufziehen kann. Ähnliches gilt für diesen Griff. Beide Teile sind übrigens gedruckt, das heißt, die könnt ihr mit jedem 3D-Drucker selbst herstellen. Die Datei, den Link dazu, stelle ich auch in die Beschreibung unter dem Video. Ebenso diese tollen Pflanztöpfe, die man an die Wand schrauben kann und auch herausnehmen kann. Auch diese Halterung hier ist gedruckt. Auch dieser Pflanztopf
Diesmal für eine echte Pflanze gedacht, ein Kaktus kommt hier rein. Auch der ist gedruckt, samt Halterung, die hier prima dran passt. Essentiell für autarkes Campen ist eine leistungsstarke Batterie. Die habe ich ja schon vorgestellt in einem Video, die befindet sich hier drunter. 320 Ampere-Stunden und so klein, dass alle Geräte, besonders Kühlschränke, autark geladen werden. Natürlich auch durch die Solarpaneele auf dem Dach. Puh, heiß ist es gerade, wie man sieht hier im Camper. Und dann kommen wir auch zum ersten Thema, was ihr auch dringend braucht, was ich auch mit nach Norwegen nehme. Da habe ich eine Gefriertruhe, die wirklich richtig eiskalt macht. Ich habe schon einige Kühl- und sogenannte Gefrierboxen in meinem Leben getestet, besonders in der Zeit, als ich auf Gran Canaria lebte. Da wollte ich natürlich möglichst den vielleicht auch in der prallen Sonne gefangenen Fisch schon in gefrorenem Zustand mit nach Hause transportieren oder Gefriergut aus dem Supermarkt. Aber keine dieser Boxen konnte diesen Job wirklich erfüllen. Letztes Jahr habe ich eine etwas größere Kiste getestet, die ich euch in einem Video vorgestellt habe. Damit wollte ich Fisch von Norwegen nach Deutschland transportieren. Aber die war auch nicht wirklich tauglich, denn was die meisten Hersteller verschweigen ist, da steht was von Minustemperaturen, aber diese Minusangaben, die beziehen sich nur auf die Reduzierung der Umgebungstemperatur. Und eine wirkliche Gefrierbox sollte aber wirklich den Fisch frieren und möglichst schnell frieren vor Ort. Dafür brauchte ich eine Box. Auch jetzt fahre ich wieder nach Norwegen und möchte eben auch Fisch mit nach Deutschland bringen. Und da möchte ich nochmal gesondert auf die Bedingungen in Norwegen hinweisen, beziehungsweise die rechtliche Lage. 2026 sind nur noch 15 Kilo Ausfuhr von Fisch erlaubt. Vorausgesetzt, die habt ihr in einem zertifizierten Angelbetrieb gefangen und auch ein Dokument darüber. Aber gemeint sind Salzwasserfische. Süßwasserfische darf jeder uneingeschränkt noch ausführen. Übrigens, als Süßwasserfische zählen nach norwegischem Recht auch Lachs und Meerforelle. Meiner Meinung nach ist der Saibling der leckerste Fisch, den ihr in Norwegen fangen könnt. Es gibt ihn in zahlreichen Seen. Wo genau, findet ihr zum Beispiel in der App Fishbuddy. Ja, und diese Saiblinge, die werde ich jetzt in einer Kühlkiste mitbringen, die wirklich ihren Job macht. Die friert wirklich den Fisch tief. Bouche à vie, sage ich jetzt einfach mal. Und nicht nur das, sondern das ist eine Gefrierbox und gleichzeitig eine Powerstation. Dank eingebautem und herausnehmbarem Akku hält diese Gefrierbox auch dann kalt, wenn keine andere Stromquelle zur Verfügung steht. 240 Wattstunden können einen ganzen Tag je nach Kühl- und Außentemperatur reichen. Also selbst bei einem längeren Stopp oder auf der Fähre wird das Gefriergut kalt gehalten. Und diese Kiste soll halt minus 20 Grad schaffen. Ich habe es auch hier eingestellt auf minus 20 Grad und das Thermometer mal nach innen gelegt. Und dann gucken wir mal, das Thermometer liegt jetzt allerdings erst so eine halbe Stunde drin, wie kalt es in dieser halben Stunde geworden ist. Naja, das sind tatsächlich die realistischen minus 12, minus 13 Grad. Und wie gesagt, das Ding liegt erst eine halbe Stunde drin. Vielleicht sind es also tatsächlich minus 20 Grad. Man spürt es hier drin, die Kiste ist wirklich vereist. Also in dieser Kiste könnt ihr gefrieren. Und hier ist ein toller Cidre, den ich gleich trinken werde. Der muss auf jeden Fall eisgekühlt sein. Also nicht nur Fisch, sondern auch eben natürlich Getränke. Ein zweites Ablagefach, ein Ablauf. Natürlich könnt ihr wie gehabt das Ganze über 230 Volt und 12 Volt laden, das ist ja bekannt. Aber hier könnt ihr auch tatsächlich über USB-C laden. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen PD-USB-C-Anschluss im Auto habt, Power Delivery, gibt es auch Adapter zu, dann könnt ihr auch über USB-C laden. Und gleichzeitig ist die Batterie auch eine Powerbank. Das heißt, ihr könnt natürlich auch USB-Geräte beladen. Also zum Beispiel das Handy, was gerade hier aufnimmt, kann gleich von diesem Akku geladen werden. Und ihr habt noch einen zusätzlichen Solaranschluss. Auch der Verschluss ist nicht so wackelig, dass es eben sofort aufklappt, sondern ein sicherer Klappmechanismus. Ein Tragegriff, wo man sich nicht eben die Finger kaputt macht. Ihr kennt das ja bei diesen billigen Kisten, habt ihr so Tragegriffe, die manchmal aus scharfkantigem Plastik sind, wo ihr dann, wenn richtig Gewicht drin ist, eben euch die Hände kaputt macht. Und ihr habt einen richtig angenehmen, griffigen Gummi, der eben auch gar nicht wegrutscht. Auch ganz wichtig, eben wenn man mit der Kiste angeln geht und vielleicht eben schmierige Finger hat. Bei mir kommt die Kiste jedenfalls mit in den Camper, mit nach Norwegen und da sehen wir uns wieder. Ja, die Katze möchte einen Fisch haben. Ja, Fisch gibt es hier doch jetzt genug, wie ihr in meinen Videos vielleicht schon gesehen habt. Und die Kiste friert den Fisch auch regelmäßig richtig tief. Minus 18 Grad für dauerhaftes Frieren. Problemlos über mindestens 3 Wochen. Also es ist keine Picknickkiste, kann ich wirklich empfehlen.
Bis zu meinen nächsten Videos.